Liebe Annika, vielen Dank für deine Nachricht. Mir geht es gut, danke. Mein Wochenende war ziemlich gemütlich. Da es bei mir auch die ganze Zeit geregnet hat, bin ich zu Hause geblieben, habe ein gutes Buch gelesen und mich entspannt. Ich finde die Idee super, dass wir im Sommer zusammen verreisen. Als Reiseziel würde ich gerne ans Meer fahren, vielleicht nach Italien oder Kroatien, weil man dort wunderbar am Strand entspannen kann. Im Urlaub bin ich gerne aktiv. Ich schwimme und wandere sehr gerne, mag aber auch ein bisschen Kultur. Da du vor kurzem viel für eine Autoreparatur bezahlen musstest, verstehe ich natürlich, dass die Reise nicht so teuer sein soll. Um Geld zu sparen, könnten wir statt eines Hotels eine günstige Ferienwohnung mieten, uns selbst verpflegen oder stattdessen mit dem Zug, mit einem günstigen Ticket, anstatt mit dem Auto reisen. Schreib mir bald, was du von diesen Ideen hältst, damit wir mit der Planung beginnen können. Viele Grüße. Liebe Caroline, vielen Dank für deine Nachricht. Entschuldige bitte, dass ich mich in letzter Zeit so lange nicht gemeldet habe. Ich hatte beruflich und privat einfach sehr viel Stress und kaum eine freie Minute. Über die Nachricht, dass eine 16-jährige Schülerin aus meinem Heimatland euch 2 Wochen lang in Goldbach besuchen wird, habe ich mich riesig gefreut. Das ist eine tolle Idee und ich helfe euch natürlich sehr gerne bei der Vorbereitung. In meinem Heimatland legen die Menschen großen Wert auf Gastfreundschaft und höfliche Umgangsformen. Zum Essen und Trinken kann ich euch empfehlen, typische lokale Gerichte anzubieten, zum Beispiel traditionelle Fleischgerichte, frisches Brot und als Nachtisch ein süßes Gebäck. Das mögen Jugendliche besonders gern. Damit sich die Schülerin in den 2 Wochen nicht langweilt, können wir ein abwechslungsreiches Programm planen. Wir könnten einen Ausflug in die nähere Umgebung machen, ein Museum besuchen, ins Schwimmbad gehen oder einen gemütlichen Grillabend mit Freunden organisieren. Schreibt mir einfach, wenn ihr noch mehr Tipps braucht oder Fragen habt. Schon einmal vielen Dank und liebe Grüße. Liebe Claudia, vielen Dank für deine Nachricht. Du hast recht, wir haben uns schon länger nicht mehr geschrieben. Es ist schön von dir zu hören. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag deines Sohnes Jonas. Die Idee, seinen 5. Geburtstag mit Freunden im Zoo zu feiern und besonders die Affen zu besuchen, finde ich wirklich toll. Ich gehe auch sehr gerne in den Zoo. Meine Lieblingstiere sind Elefanten und Affen, weil sie so faszinierend sind. In meinem Heimatland gibt es übrigens auch sehr schöne Zoos mit vielen verschiedenen Tieren, ähnlich wie hier in Deutschland. Bei mir gibt es in letzter Zeit auch ein paar Neuigkeiten. Ich habe vor kurzem einen neuen Job angefangen und bin deshalb viel in der Stadt unterwegs. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald mal wieder treffen. Sehr gerne können wir dann auch einmal zusammen einen Zoo besuchen. Ganz liebe Grüße. Liebe Cora, lieber Alex, vielen Dank für eure E-Mail und die lieben Grüße. Es ist schön zu hören, dass ihr schon fast ein Jahr in Frankreich lebt und euch Marseille so gut gefällt. Die Idee, dass ihr mich im Sommer besuchen kommt, finde ich fantastisch. Ende Juni passt bei mir hervorragend. Es macht auch überhaupt nichts, dass ihr nur 3 Tage bleiben wollt. Ich freue mich schon riesig darauf, euch wiederzusehen. Da ihr im Moment kein Auto habt, reist ihr am besten mit dem Zug an. Vom Hauptbahnhof aus könnt ihr dann ganz bequem die Straßenbahn oder den Bus zu meiner Wohnung nehmen. Ich schicke euch vorher noch die genaue Fahrplanübersicht. Während eures Besuchs möchte ich gerne gemeinsam mit euch durch die Stadt schlendern, in einem schönen Restaurant zu Abend essen und am Nachmittag einen Ausflug in die nähere Umgebung machen. Erzählt mir bei eurem Besuch unbedingt mehr über Marseille. Ich habe da nämlich noch ein paar Fragen zu euren Lieblingsplätzen und den besten Stränden dort. Bis bald! Liebe Corinna, vielen Dank für deine E-Mail und die lieben Wünsche für meine Prüfung. Du hast recht, ich lerne zurzeit jeden Tag sehr fleißig Deutsch. Ich übe vor allem Grammatik, lese deutsche Texte und wiederhole Vokabeln, um mich optimal vorzubereiten. Bei mir gibt es sonst nicht viel Neues.
Mein Alltag besteht im Moment hauptsächlich aus Arbeit und Lernen. Die Idee, nach meiner Prüfung etwas zusammenzumachen, finde ich großartig. Von deinen Vorschlägen her würde ich am liebsten in den Schwarzwald fahren, weil man dort wunderbar wandern und sich nach dem ganzen Lernstress super entspannen kann. Vorher würde ich aber noch gerne von dir wissen, wann hättest du genau Zeit für diesen Kurztrip und wie lange möchtest du unterwegs sein? Schreib mir bald, damit wir das planen können. Bis bald! Liebe Eva, vielen Dank für deine Nachricht. Mit dem Deutschlernen komme ich mittlerweile ganz gut voran. Ich verstehe schon vieles im Alltag und versuche regelmäßig zu lesen und Vokabeln zu wiederholen. Im Moment arbeite ich viel und verbringe meine Freizeit oft mit Freunden. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle bei der Zeitschrift VIA. Ich freue mich riesig für dich, dass du diesen Job als Journalistin bekommen hast. Das war ja schon immer dein absoluter Traumberuf. Es ist wirklich interessant, dass ihr so viel über Berufe, Ausbildungen und Freizeit schreibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einmal ein Heft von VIA schickst, damit ich mir deine Artikel ansehen kann. Zu deiner Frage nach meinem Traumberuf: Schon seit langer Zeit ist es mein Traum, als Lehrerin oder in der Medienbranche zu arbeiten, weil mir der Kontakt zu Menschen sehr viel Spaß macht. Schreib mir bald wieder. Herzliche Grüße.